Our theme today is about the nature of birth and death. Unser Thema heute handelt von Geburt und Tod, von der Natur von Geburt und Tod. So in order to understand, to know the nature of birth and death, we need to understand what is birth, what is living, and what is death. Und um Geburt und Tod verstehen zu können, müssen wir wissen, was Leben bedeutet und was Tod bedeutet. When someone talk about death, or we have to face the death of our relatives, for example, or our friends, and there is suddenly fear come up in our mind. Wenn jemand von Tod spricht oder ein uns geliebter Mensch oder ein Freund von uns stirbt, dann kommt oft Angst in uns auf. Most of us have fear of death. Die meisten von uns haben Angst vor dem Tod. Some special don't have any fear of death. Manche besondere Leute haben keine Angst vor dem Tod. Like anecdote. Zum Beispiel She Anekdote. agree. The people don't have fear about death. It's just because they know what is living. Wenn jemand keine Angst vor dem Tod hat, liegt das daran, dass er weiß, was Leben ist. The one who don't know what is living, that one will have fear of death. Wenn jemand nicht weiß, was Leben ist, dann wird diese Person Angst vor dem Tod haben. Death is like a crescendo or climax of life, of living. Again, please. Climax. Der Tod ist wie ein Höhepunkt des Lebens. And living is like a growing. Und das Leben ist wie ein Wachsen. And flowering is death. Und das Blühen ist der Tod. That's why the moment of dying is really deep moment of living. Deswegen ist der Moment des Todes ein sehr tiefer Moment unseres Lebens. But because we are transmitted the fear of death from our ancestors. Aber wir haben die Angst vor dem Tod von unseren Vorfahren übertragen bekommen. Or the people around us. Oder von den Menschen um uns herum. Or through our experiences of life, of living. Oder durch unsere Erfahrungen im Leben haben wir Angst vor dem Tod bekommen. When we see someone is about to die, and we see in them there is a big fear, and that fear also come to our mind. Wenn wir jemanden beobachten, kurz bevor er stirbt, und diese Person hat in dem Moment eine große Angst, dann wird diese Angst auch in unserem Geist vorhanden sein. And then the mind thought that, oh, maybe dying is something not really good. Und dann werden wir denken, dass der Tod etwas nicht Gutes ist. We have fear of that, Und of dying. Und wir haben Angst vor dem Sterben. But the moment we live our life really deep, aber wenn wir unser Leben wirklich tief leben, we know how to enjoy moment to moment. Und wir wissen, wie wir Moment für Moment genießen können. We begin to understand what is dying. Dann beginnen wir zu verstehen, was Sterben wirklich ist. Because in living, we realize the dying in the living. Und wir erkennen das Sterben im Leben. So now, in order to understand the nature of birth and death, we need to understand who is living. We need to know who is living and who is dying. Und um die Natur von Geburt und Tod verstehen zu können, müssen wir erkennen,
wer das ist, der da lebt und wer das ist, der da stirbt. So, if the moment the death come to us, who is in that moment is dying? Wenn der Tod zu uns kommt, wer ist das dann, der stirbt? And last week we learned about who we are. Und in der letzten Woche haben wir etwas darüber gelernt, wer wir selber sind. We are not this body. Wir sind nicht dieser Körper. We are not these feelings. Wir sind nicht diese Gefühle. We are not these perceptions. Wir sind nicht diese Wahrnehmungen. So if the death come, Das heißt, wenn der Tod kommt, the death come to the body first. der Tod kommt zuallererst zum Körper. And the body is dying when the death come. Und der Körper stirbt, wenn der Tod kommt. But who is witnessing the body is dying? Aber wer beobachtet, wie der Körper stirbt? Who is that person? Wer ist diese Person? If we in this moment we realize who is witnessing the death is happening, in that moment we are free from dying, from death. Wenn wir erkennen können, wer diese Person ist, der das Sterben des Körpers beobachtet, In that dann moment, sind wir frei von Geburt und Tod. in that moment we realize the nature of dying. In dem Moment erkennen wir die Natur des Sterbens. But how can we realize the one who is witnessing the death is coming if we cannot realize that person when we are living? Aber wie können wir diese Person im Moment des Todes erkennen, wenn wir sie noch nicht erkannt haben, während wir gelebt haben? The one who is witnessed the death is happening is exactly the same one who is witnessing living. Derjenige, der den Tod beobachtet, das Sterben des Körpers beobachtet, ist genau der gleiche, der auch das Leben beobachtet. And that one is our nature. Und das ist unsere wahre Natur. That one is go beyond birth and death. Derjenige geht über Geburt und Tod hinaus. Who is that one? Und wer ist dieserjenige? That one is in you. Der ist in dir. That one is listening what I am sharing. Der hört gerade zu, was Thay sagt. That one is listening the silence. Der hört auch die Stille. Der hört der Stille zu. That one is always witnessing what is going on. Derjenige beobachtet immer, was geschieht. But never intervening. Aber er mischt sich nie ein. Just pure observation. Da ist nur reine Beobachtung. Realize that one. Erkennt denjenigen. The death is not something that make us so much fear if we understand about the death. Der Tod wird uns nicht so sehr verängstigen können, wenn wir den Tod wirklich verstehen. But the people who is afraid of dying, it's just because they don't understand what is dying. Die Menschen, die Angst vor dem Sterben haben, verstehen nicht, was Sterben wirklich bedeutet. And they don't understand what is dying because they don't understand what is living. Und sie verstehen das Sterben deshalb nicht, weil sie auch das Leben nicht verstehen. In order to understand what is living, we need to know how to live fully, moment to moment, in our daily life. Und um das Leben verstehen zu können, müssen wir das Leben vollkommen leben, vollkommen gegenwärtig, von Moment zu Moment. How can we live fully our life? Und wie können wir unser Leben vollkommen leben, wirklich leben?
We need to be aware. Wir müssen bewusst sein. Aware of every action that we are acting. Wir müssen uns jeder Handlung bewusst sein, die wir machen. Aware of what is going on in our mind in this present moment. Wir müssen wissen, was in unserem Geist geschieht, in diesem gegenwärtigen Moment. Aware of what is going on in our body and mind. Wir müssen wissen, was in unserem Körper und Geist vor sich geht. Aware of what is going on around us. Wir müssen uns dessen bewusst sein, was um uns herum geschieht. And aware of who is aware of these things. Und wir müssen uns bewusst sein, wer all dieser Dinge bewusst ist. Who is witnessing everything is happening in this present moment. Wer sieht all diese Dinge, die in diesem gegenwärtigen Moment geschehen. And then we can live our life deeply. Und dann können wir unser Leben tief leben. When we learn about the mindfulness meditation, Wenn wir über die Achtsamkeitsmeditation lernen, and we know that body and mind, not one and also not two either. und wir wissen, dass Körper weder eins noch zwei sind, und wir wissen, dass Körper und Geist weder eins noch zwei sind, And we can only live our life fully, moment to moment, when the body and mind are one. und wir können unser Leben nur dann vollkommen leben, wenn Körper und Geist eins sind. The way to nourish our awareness, our mindfulness, is always remember, bring the mind back to the body. Mind and body are one in this present moment. Und die Methode, wie wir immer bewusst sein können und achtsam sein können, liegt daran, dass wir unseren Geist immer zurück zu unserem Körper bringen, sodass Körper und Geist eins sind. When body and mind are one, Wenn Körper und Geist eins sind, we begin to enjoy our own presence. dann beginnen wir unsere eigene Präsenz zu genießen. We begin to experience the feeling of living fully. Wir beginnen das Gefühl des vollkommenen Lebens zu genießen. We begin to realize the beauty of life. Wir beginnen die Schönheit des Lebens zu erkennen. The bird is always singing. Die Vögel singen immer. The flowers are blossoming right now. Die Blumen blühen, gerade jetzt. But with our awareness, we are not aware of these beauties. Aber ohne Bewusstheit können wir all dieser Schönheiten nicht bewusst sein. So now, when the body and mind are one, Jetzt, wenn Körper und Geist eins sind, we begin to be aware of what is around us. dann beginnen wir uns aller Dinge bewusst zu sein, die um uns herum da sind. What is in us, Was in uns drinnen ist, what around us, what in us is living. was um uns herum ist und auch was in uns drinnen ist, ist lebendig. It means now we are aware of living. Das bedeutet, wir sind uns des Lebens bewusst. At the moment we are aware of living, in that moment we begin to live our life deeply. Und wenn wir des Lebens bewusst sind, dann beginnen wir unser Leben tief zu leben. When we live our life deeply, we will get in touch with another side of living is dying. Und wenn wir unser Leben tief leben, dann kommen wir auch mit der anderen Seite des Lebens in Berührung. Und diese andere Seite ist der Tod. Dying is just another side of living. Sterben ist nur eine andere Seite des Lebens. But why we cannot get in touch with that another side? Aber warum können wir mit dieser anderen Seite nicht in Berührung kommen? Because we cannot get in touch with this side, the side of living. Weil wir
auch noch nicht mit der Seite, hier auf dieser Seite in Berührung gekommen sind, mit der Seite des Lebens. Living and dying are two sides of one reality. Leben und Sterben sind zwei Seiten einer Wirklichkeit. If we say that, oh, I just like to live and I don't like to die, I want to throw away the side of living, the side of dying, right away the side of living also be thrown away. Also. Wenn wir sagen, ich möchte nur leben, ich möchte nicht sterben, ich möchte die Seite des Sterbens wegwerfen, damit nur die Seite des Lebens übrig bleibt, dann wird genau in dem Moment, wenn wir die Seite des Sterbens wegwerfen, die Seite des Lebens auch verschwinden. I myself witnessed to death of my beloved one. Thay war selber beim Tod eines geliebten Menschen dabei. The first one is my grandmother in father's side. Die erste Person, die Thay beim Sterben beobachtet hat, war seine Großmutter, die väterlicherseits. And some months ago I witnessed the death of my father. Und vor einigen Monaten konnte Thay auch den Tod seines Vaters beobachten. I was beside him. Thay saß neben ihm. I accompanied him. Er hat ihn begleitet. I witnessed the transfer of his soul to another body, the body of universe. Und er konnte beobachten, wie die Seele von seinem bisherigen Körper zum anderen Körper gegangen ist, zum Körper des Universums. To me, to these experiences, they are really a beautiful experiences to me about dying. Und Thay sieht, dass diese zwei Erfahrungen sehr schöne Erfahrungen des Lebens waren. When I was 10 years old, Als Thay 10 Jahre alt war, before I was 10 years old, noch bevor er 10 Jahre alt war, the one I love so much is my grandmother. liebte er seine Großmutter sehr. I love her so much, it's just because she loved me so much. Und Thay liebte sie so sehr, weil sie ihn so sehr geliebt hat. Whatever I want, I just came to her and asked her, Grandmother, I want this, I want that. Right away, she gave me whatever I like. Und wann immer Thay etwas haben wollte, ist er immer zu seiner Großmutter gegangen und hat ihr gesagt, was er sich wünschte, und er hat ihr immer, sie hat ihm immer seine Wünsche erfüllt. When I sleep, I really love to sleep with her. Wenn er geschlafen hat, mochte er sehr gerne neben seiner Großmutter schlafen. Because whenever I feel itchy on my body, in any part, I just told her, please, grandmother, I feel itchy here. Can you help me to scratch on that? Denn wann immer Thay einen Juckreiz verspürt hat, irgendwo an seinem Körper, hat er immer seine Großmutter gebeten, für ihn zu kratzen. Sie hat immer für ihn gekratzt. And every night before I fell asleep, Und Entschuldigung. she often told many stories to me until I really fall into sleep. Und jeden Abend, bevor Thay eingeschlafen ist, hat seine Großmutter ihm Geschichten erzählt. And in Vietnam we know there is two seasons. It's rainy season and sunny season. Und in Südvietnam, gibt es 2 Jahreszeiten. Sonnenzeit und Regenzeit. And when my grandmother was still alive, as my area in that time,
there were no electricity. Und als Thais Großmutter noch am Leben war, gab es in der Gegend, in der Thay gelebt hat, keinen elektrischen Strom. So in the sunny season, the weather is really warm. In der Sonnenzeit war das Wetter wirklich heiß. And how can we stand with this kind of hot weather Und wie können wir so ein heißes Wetter aushalten, when we don't have the air conditioner in the house or the electric fan? wenn wir keine Klimaanlage im Haus haben und keinen Ventilator? And really difficult to sleep when the weather is so hot. Dann ist es sehr schwierig zu schlafen, wenn das Wetter so heiß ist. And I remember I often call my grandmother and ask her to fan me with the hand. Und Thay hat oft seine Großmutter gerufen und sie gebeten, für ihm Luft zuzufächern. Es gibt ja diese Fächer, Handfächer, mit denen man And Luft zufächern kann. I still remember when she fanned me with the right hand, and her right hand was getting tired, and then she changed to the left hand, just continue, and the moment she stopped and I was still awake, right away I told her, please continue, fan me, grandmother, Oma. Und Thay erinnert sich noch, als seine Großmutter ihm Luft zugefächert hat, erst mit der rechten Hand, dann wurde ihre rechte Hand irgendwann müde, dann hat sie weiter mit der linken Hand gefächert und so weiter und irgendwann aufgehört. Und wenn Thay dann noch wach war, dann hat er oft gesagt, oh, Oma, kannst du bitte weitermachen? Und sie hat ihn so sehr geliebt, dass sie immer alles gemacht hat, was er wollte. The relationship between me and my grandmother was so good. Und die Beziehung zwischen Thay und seiner Oma war sehr gut. And one day when I was 10 years old, Und eines Tages, als Thay 10 Jahre alt war, that is on the lunch time, es war gerade zur Mittagszeit, my mother asked me come to my grandmother and invite her to have lunch. da hat Thais Mutter gesagt, geh zum Zimmer deiner Großmutter und hol sie zum Mittagessen. And I came to her and called her, grandmother, please wake up and now we have lunch. But I called her sometime. She didn't reply to me. Und Thay hat zur Großmutter gesagt, Oma, wach auf, wir haben jetzt Mittagessen. Und Thay hat mehrere Male sie angesprochen und ihr zugerufen, aber die Großmutter hat nicht geantwortet. And I was surprising, and in that time I never witnessed the one who is dying, so I didn't know what is happening to my grandmother, and I ran to my mom and told mom, oh mom, I called her many times, but she didn't wake up, and when I touched her hand, I feel cold. And when I look at her face, I saw some ant crawling on around her eyes and around her mouth. I don't know what was happening. Und Thay hatte bis dahin noch nie beobachtet, wie jemand gestorben ist. Und deswegen wusste er nicht genau, was passiert ist. Und er war sehr überrascht. Deswegen ist er zu seiner Mutter gelaufen und hat gesagt, Mama, ich habe Oma mehrere Male gerufen, aber sie hat nicht geantwortet. Und dann bin ich zu ihr gegangen und habe ihre Hand angefasst und die war kalt. Und auf ihrem Gesicht habe ich ein paar Ameisen rumlaufen sehen. And later I know my grandmother passed away. She is dying. Und später wusste Thay, dass seine Großmutter gestorben war. And I was really shocked. Und
Thay war ziemlich schockiert. That was the first time I witnessed the death of my beloved one. Das war das erste Mal, dass Thay den Tod eines geliebten Menschen miterlebt hat. And I didn't accept it. Und Thay konnte das nicht akzeptieren. I was crying 6 months continuously. Thay hat 6 Monate lang geweint. Every day the tears just come out. Jeden Tag sind ihm die Tränen die Wangen entlang geflossen. Many times in the day. Mehrere Male am Tag. Whenever the memory between me and her come up, right away the tears just fall down. Sobald Thay sich an irgendeine Situation mit seiner Großmutter erinnert hat, musste er immer weinen. I asked myself, Er hat sich selbst gefragt, why the people die? warum sterben die Menschen? And after dying, where they go? Und wo gehen die Menschen hin, nachdem sie gestorben sind? What I mean, the warmth of my grandmother's body, where is that one? Er hat sich gefragt, wo der ist, der vorher im Körper seiner Oma war. What control her mouth speaking, control her eyes close and opening? What is that? Where? Und Where is that? er hat sich gefragt, derjenige, der durch ihren Mund gesprochen hat und der entschieden hat, ob sie gerade die Augen öffnen will oder schließen, wo ist der jetzt? Was ist das in ihr und wo ist das jetzt? The body is lying there. Exactly the form, the body of my grandmother. But what made her speak? What made her smile? What made her talk with me? That is what. Where is that now? Der Körper liegt da und er hat genau die Form von seiner Großmutter. Aber das, was mit Thay gesprochen hat, was Thay zugelächelt hat, was den Körper bewegt hat, das ist nicht mehr da. Wo ist das? And I came to my parents and asked them why the people is dying. Und dann ist Thay zu seinen Eltern gegangen und hat gefragt, Mama, Papa, warum sterben die Menschen? And after dying, where they go? Und wenn sie gestorben sind, wo gehen sie dann hin? What is happening after dying? Was passiert nach dem Tod? They couldn't answer me. Und die Eltern konnten Thay nicht antworten. And I asked many adults. Und Thay hat dann ganz viele verschiedene Erwachsene gefragt. There's no one can answer me that questions. Und niemand konnte die Frage beantworten. But I don't accept it. Aber Thay konnte es nicht akzeptieren. Accept the dying. Er konnte den Tod nicht akzeptieren. I don't have fear about dying. Er hatte keine Angst vor dem Tod. But I don't accept. Aber er konnte es einfach nicht And akzeptieren. I asked myself why the people are here in this planet Earth. Und er hat sich begonnen zu fragen, warum sind die Leute überhaupt hier auf diesem Planeten Erde? Why I'm here in this planet Earth? Warum bin ich hier auf diesem Planeten? Is there any purpose behind my existence in this planet Earth? Gibt es da irgendeinen Sinn hinter meiner Existenz? And the people are here Und and they will grow up. die Menschen sind hier und alle werden erwachsen, They will get it all. dann werden sie alt. And what will happen at the end Und was passiert am Ende? is dying. Ist immer das Sterben. And a little boy, who was 10 years old, began to have these questions in his mind. Und ein kleiner Junge von 10 Jahren, 10 Jahre alt, begann solche Fragen zu haben in seinem Kopf. And that question in my mind really, really strong. Und diese Fragen waren sehr stark in seinem Kopf. It seemed that the moment I don't have the answer, I cannot stand. I cannot live anymore. I really want to know the answer. What is happening after the people is dying? And after dying, where they are? That question in my mind really, really strong. Und es schien so, als ob Thay es überhaupt nicht aushalten konnte, keine Antwort auf diese Fragen zu haben. Er musste unbedingt herausfinden,
was beim Tod passiert und wo die Menschen hingehen, nachdem sie gestorben sind. I still remember when I was in class in school, and suddenly the teacher told me it seemed that they disappear. All my friends who is studying in class also disappear. Only the question, what is happening after we are dying? Where will we go when we die? Only exists in that moment in my mind. Und Thay erinnert sich noch gut daran, dass er manchmal, wenn er in der Schule im Klassenraum gesessen hat, dass in seinem Bewusstsein alles um ihn herum verschwunden ist. Der Lehrer war nicht mehr da, die Schüler waren nicht mehr da, seine Mitschüler, und nur noch diese Frage ist übrig geblieben in seinem Kopf. Was passiert, wenn wir sterben, und wo gehen die Menschen hin? And that's become my burden. Und das wurde eine Art That question become my burden. Last. Ja, das wurde eine Art Last für Thay. And it's still in my mind for years. Und diese Frage war jahrelang in Thais Geist. More than 10 years. Mehr als 10 Jahre. But I was really lucky. Aber Thay hatte großes Glück. The answer came to me later, after 10 years. Nach 10 Jahren ist die Antwort gekommen. And from that, I see I am really lucky. Und deswegen sieht Thay, dass er großes Glück hat. On the journey to discover the answer of this question, on the journey of discovering the birth and death, the nature of birth and death, my father, he accompanied me. Und Thay hatte großes Glück, denn in diesen 10 Jahren, in denen, oder auf dieser Reise, auf dem Weg, auf dem Thay die Antwort zu all diesen Fragen gesucht hat, die Frage nach der Natur von Geburt und Tod, hat Thais Vater ihn begleitet. When I meditate, my father also meditate with me. Denn Thay hat dann begonnen zu meditieren und sein Vater hat begonnen, immer mit Thay zusammen zu meditieren. Whenever he found a beautiful book, talk about this thema, or the thema is similar, right away he gave me that book. Und wann immer Thais Vater ein Buch gefunden hat, das über dieses Thema spricht oder ein ähnliches Thema, hat er das Buch immer auch Thay zum Lesen gegeben und sie konnten sich austauschen. My father became my best spiritual friend. Thais Vater wurde zu seinem besten spirituellen Freund. And last year we had a chance to visit Vietnam. Und letztes Jahr hatten wir die Gelegenheit, nach Vietnam zu fahren, zu Besuch. Sister Tin Han also was accompanying me. Ich war auch dabei. Angelica was also with us. Angelika war auch dabei, die heute bei unserem Zoom-Treffen ist. She is also be in our Zoom today. Ja. And in that time, my father was still alive. Und zu der Zeit war Thais Vater auch noch am Leben. And I met him. He was so peaceful. Und wir haben ihn getroffen und er war so friedlich. He was so peaceful. Er war so friedlich. It seemed that he discovered something in himself. Es schien so, als ob er etwas in sich selbst entdeckt hat. And when we was seeing him, Und als wir ihn gesehen haben, he told me, hat er gesagt, in the end of this year, am Ende dieses Jahres, October, November, around this time, ungefähr im Oktober oder November, my body has to overcome a kind of spiritual challenge.
Da in der Zeit muss mein Körper eine starke Herausforderung überwinden. If my body can overcome this challenge, so my body can last longer, some years more. Und er hat gesagt, wenn mein Körper diese Herausforderung überwinden kann, dann wird mein Körper noch einige Jahre weiter bestehen. And if my body cannot overcome this challenge, so it's time for me to leave the body. Und wenn mein Körper diese Herausforderung nicht überwinden kann, dann wird es Zeit sein, für mich diesen Körper zu verlassen. And he didn't have any fear when he told me about this. Und er hatte gar keine Angst, als er Thay davon erzählt hat. But I was so touching to listen to him. Aber Thay war sehr berührt, ihm zuzuhören, Because I know it's time for him to leave his body. weil Thay auch wusste, dass es an der Zeit ist, für seinen Vater seinen Körper zu verlassen. And when I was visiting him, he planned to visit one of his friends. Und als wir ihn im Sommer besucht haben, da hatte er den Plan, einen alten Freund zu besuchen. And his friend, he is also a monk, Buddhist monk. Dieser Freund ist auch ein buddhistischer Mönch. And we all, our group were accompanying my father to visit this monk. Und die ganze Reisegruppe, wir sind alle mitgekommen, als Thays Vater diesen Freund besucht hat. And he told me, my father told me, this is my last time to visit this monk. Und Thays Vater hat gesagt, dies wird das letzte Mal sein, dass ich diesen Freund treffe. And when they met each other, they were so happy, Und als die beiden sich getroffen haben, waren sie so glücklich. but really silent. Ganz still. Look at each other and smile. Sie haben sich ganz still angeschaut, sie haben einander in die Augen geschaut und sie haben einander zugelächelt. The energy of understanding between them really deep. Und die Energie des Verstehens zwischen den beiden war so tief. Even no need to talk a word. Da war keine Notwendigkeit, etwas zu sagen. And later we came back to our house. Später sind wir zurück nach Hause gefahren And then we all come back to Germany. und dann sind wir auch zurück nach Deutschland geflogen. But because he was telling me about the moment of his challenge, so I planned to fly back to Vietnam alone. Und weil Thays Vater Thay davon erzählt hat, dass er eine Herausforderung im Herbst haben wird, hat Thay geplant, wieder nach Vietnam zu fliegen, alleine. Nach einer Weile. Wir sind ja im Juli zurückgekommen. And I was accompanying him 6 days before he left his body. Und tatsächlich war Thay 6 Tage lang bei seinem Vater, bevor er seinen Körper verlassen hat. I felt the energy of love, of compassion of him really strong. Und Thay hat die Energie der Liebe und des Mitgefühls in seinem Vater sehr stark verspürt. And the day before he left his body, he was really strong and healthy. Und am Tag, bevor er seinen Körper verlassen hat, war er richtig stark und gesund. He has some illness, but the way he expressed is really healthy. Er hatte eine Krankheit, aber die Art, wie er sich verhalten hat, sah er ziemlich gesund aus. And he told me, Und er hat gesagt, so, you don't need to get caught in this my body. also du brauchst nicht in meinem Körper gefangen zu sein. Also dein Geist muss nicht in meinem Körper gefangen sein. I'm not this body. Ich bin nicht dieser Körper. I'm something go beyond this body. Ich bin etwas, das über diesen Körper hinausgeht. This body is born Dieser Körper wurde geboren, because it's born. weil er geboren wurde. So it will die one day, it's for sure. Und das bedeutet auch, dass er eines Tages sterben wird.
And Das ist the ganz time sicher. that my body is end will come soon. Und die Zeit, in der mein Körper zu seinem Ende kommen wird, ist jetzt sehr bald. But I know that you know the things go beyond my body. I know you know that. Aber ich weiß auch, dass du das kennst, was über meinen Körper hinausgeht. And I just smile and were being with him. Und Thay hat einfach gelächelt und war bei ihm. And I sit on his bed really near him. Und Thay hat sich auf sein Bett gesetzt. And he was turning to me. Und sein Vater hat sich zu ihm umgedreht. My dear son, Oder hat sein Gesicht zu ihm gedreht und hat gesagt, you mein lieber can Sohn, lying down near me. du kannst dich neben mich legen. And I was lying down near him. Thay hat sich neben seinen Vater gelegt. I was holding his hand. Er hat seine Hand gehalten. And I felt his love, his compassion just transmit to me really strong. Und Thay hat gefühlt, wie die Liebe und das Mitgefühl seines Vaters ganz stark auf ihn selber übergegangen ist. And the day after, Und am nächsten Tag, around 9:30 a.m., morgens um 9:30 Uhr, he told me and my sister and the member of my family that tonight around 1 a.m. he will leave his body. da hat Thais Vater zu Thay und zu der ganzen Familie, die da war, gesagt, in der nächsten Nacht, ungefähr um 1 Uhr morgens, werde ich diesen Körper verlassen. I really surprised Und Thay war wirklich überrascht, because he know exactly the time his soul will leave his body. weil sein Vater genau wusste, zu welcher Zeit seine Seele den Körper verlassen But würde. my mother, she didn't believe in that because my father in that moment looked really healthy and cannot go so early. Aber Thais Mutter hat das nicht geglaubt, weil Thais Vater noch so gesund aussah, dass sie sich nicht vorstellen konnte, dass er innerhalb der nächsten 24 Stunden sterben wird. So at 11:30 p.m. Aber um 11:30 in der Nacht I was with him war Thay neben seinem Vater and I remember what he said to us this morning that he will leave at 1 a.m. So I told my sister, please call everyone come here and sit around him. und Thay hat sich daran erinnert, was sein Vater gesagt hat, dass er um 1 Uhr morgens gehen wird. Und deswegen hat er seiner Schwester gesagt, sie soll bitte alle Verwandten anrufen, die in der Nähe sind, dass sie kommen sollen und um ihn herum sitzen. So in that moment, the people, all my family members were sitting around him and we are just silent. Und in dem Moment saß die ganze Familie um den Vater herum und alle waren ganz still. We are meditating. Sie haben meditiert. Silent meditation. Sie haben eine stille Meditation gemacht. And at 12 p.m., Und um 12 Uhr he looked all of us the last time. hat er zum letzten Mal alle um ihn herum angeschaut. He put his hand on his chest
Er hat seine beiden Hände auf seinen Brustkorb gelegt. He closed his eyes. Und er hat seine Augen geschlossen. He come back to his silence. Und er ist zurück zu seiner inneren Stille gekommen. And the atmosphere in that moment really silent. Und die Atmosphäre war in dem Moment sehr, sehr still. And around 12:30, Und ungefähr um 12:30 morgens I felt his breath is ending. hat Thay gefühlt, dass sein Atem zum Ende gekommen ist. Peacefully. Friedlich. That moment is so beautiful. Dieser Moment war sehr schön. It's like the highest moment of living. Das ist wie der höchste Punkt im Leben. And I used my hand to touch on his head. Und Thay hat mit seiner Hand den Kopf des Vaters berührt. And it was still really warm. Und der Kopf war noch wirklich warm. And at 1 a.m. Und um 1 Uhr morgens I touched again. hat Thay wieder den Kopf berührt. The warm is slowly colder. Und ab 1 Uhr morgens wurde es langsam kälter. He really left his body. Und in dem Moment hat er seinen Körper verlassen. Exactly the time what he told us. Genau wie er gesagt hatte. And the moment we all in family witness the way he left his body peacefully, so the fear of dying in us suddenly gone. Und für alle Familienmitglieder, die dabei waren, war es so, weil sie beobachten konnten, wie der Vater seinen Körper so friedlich verlassen hat. Auf so eine friedliche Art und Weise haben jetzt die Familienmitglieder plötzlich keine Angst mehr. His freedom really affects on us. Seine Freiheit hat alle Familienmitglieder sehr beeinflusst. And so far I even don't feel that he is dying. Und Thay hat bis heute nicht das Gefühl, dass sein Vater gestorben ist. Only his body is ending. Nur sein Körper ist gestorben. Also ist zu Ende. What Das we Leben understand about dying is just on the superficial level. Das, was wir vom Sterben verstehen, ist nur ein sehr oberflächliches The Verstehen. body stops breathing. Wir wissen, der Körper hört auf zu atmen, The body becomes cold. der Körper wird kalt. But what is behind? Aber was ist dahinter? The soul, Die Seele. the dying of whoever. Das Sterben von jedem Menschen It's just like a transfer. ist wie eine Art Übergang. The soul of this body Die Seele dieses Körpers transfer to the other body, to the kommt new body. zu einem neuen Körper. How about the awakened one? Wie ist es bei einem Erwachten, bei einem Erleuchteten? When awakened one dying, what's happening? Was passiert, wenn ein Erleuchteter stirbt? Also a kind of transfer. Da ist auch eine Art von Übergang. The transfer of his body, of enlightened one's body. Der Übergang von dem Körper des Erwachten, The soul of enlightened one's body transfer to the body of the whole universe. die Seele eines Erwachten geht von seinem menschlichen Körper geht weg sozusagen aus dem menschlichen Körper hinaus und geht dann zu seinem neuen Körper, und dieser neue Körper ist
dann der Körper des gesamten Universums. But in the case that we are not enlightened yet, Aber wenn wir noch nicht erleuchtet sind, so the soul of this body dann geht die Seele von diesem Körper will transfer to a new body. Dann geht die Seele von diesem Körper in einen neuen Körper, einen anderen Körper. New realms. Vielleicht auch in einen neuen Bereich. And depend on our karma. Und das hängt dann von unserem Karma ab. What is karma? Was ist Karma? Karma is action. Karma ist unser Verhalten, unsere Handlungen. The action of mind. Die Handlungen in unserem Geist. Action of mouth, speech. Die Handlungen des Sprechens. And action of body. Und die Handlungen, die wir mit dem Körper ausführen. The one who is living deeply. Jemand, der tief lebt, The moment that one is dying. wenn so jemand stirbt, in dem Moment, And that moment, the moment of the one who is live deeply when he or she is dying, is the highest moment of living. wenn jemand, der tief lebt, stirbt, dann ist der Moment des Sterbens der höchste Punkt in seinem Leben, wie der lebendigste Punkt, können wir das sagen? Ja. But the fear of death is really like a kind of virus. Aber die Todesangst ist wie eine Art Virus. It transmits from this person to others. Diese Todesangst verbreitet sich von einer Person zur anderen, zu vielen anderen Personen, Because we don't understand. weil wir nicht verstehen. Every day we sleep. Jeden Tag schlafen wir. Why we sleep? Warum schlafen wir? Because we are awake in the day. Weil wir am Tage wach sind. So in the night for sure we have to sleep Deswegen müssen wir in der Nacht schlafen, in order to restore our energy. damit wir unsere Energie wieder aufladen können. Sleeping is a beautiful resting. Schlafen ist eine schöne Art, sich auszuruhen. Really beautiful resting. Ein sehr schönes Ausruhen. And what is happening after we sleep? Und was passiert, nachdem wir geschlafen haben? We wake up. Wir wachen auf. We wake up. Wir wachen auf. And the death is exactly like a beautiful resting. Und der Tod ist genauso wie ein schönes Ausruhen. We are alive. Wir leben. Wir sind am Leben. We are living. Wir sind am Leben. When we are lived enough, Wenn wir genug gelebt haben, it's time for us to sleep. ist es an der Zeit für uns zu schlafen. It's time for us to rest. Ist es an der Zeit für uns auszuruhen. Deep resting. Ein tiefes Ausruhen. And then, after resting, what is happening? Und was passiert, nachdem wir uns genug ausgeruht haben? After sleeping, we are wake up. Nach dem Schlafen wachen wir wieder auf. After we dying, Nach dem Sterben, it's the deep resting. nach dieser tiefen Ruhe, So we wake up again in a new form. wachen wir wieder auf in einer neuen Form. Sleeping and dying is exactly the same. Schlafen und Sterben ist genau das Gleiche. Only one difference. Es gibt nur einen Unterschied. In sleeping, we wake up, we still have this form. The Wenn form wir of this body. Wenn wir geschlafen haben und dann wieder aufwachen, haben wir hinterher immer noch die gleiche Form, den gleichen Körper. But in dying, it also a deep resting. But the moment we wake up, we have the new form. Not in this body, but the new body. Wenn wir sterben, ist es anders.
Das ist auch eine Art tiefes Ausruhen, genau wie das Schlafen. Aber wenn wir wieder aufwachen, haben wir eine neue Form, einen neuen Körper. That is different. Das ist der Unterschied. We are not afraid of sleeping. Wir haben keine Angst vor dem Schlafen. Some people still enjoy sleeping. Viele Menschen genießen das Schlafen. So we don't need to have any fear about dying. Deswegen brauchen wir auch keine Angst vor dem Sterben. And the moment comes, enjoy it. Wenn der Moment kommt, genieß es. But you will say, oh, dying, how can I enjoy dying? Viele werden vielleicht sagen, wie kann ich das Sterben genießen? Das ist doch unmöglich. But the moment we understand living, so the moment we know how to enjoy life, we also know how to enjoy die. Der Moment, in dem wir das Leben genießen können, können wir auch das Sterben genießen. There is a really famous philosopher in Western world, and that philosopher is Socrates. In der westlichen Welt gibt es einen berühmten Philosophen namens Sokrates. He was so famous. Er war sehr berühmt. He has the big influence on young people in his country. Er hatte einen großen Einfluss auf die jungen Leute in seinem Land. That's why his government had fear of him. Deswegen hatte die Regierung Angst vor ihm. Have fear of him. And what is happened? He has to die. He is forced to die Und dann wurde er gezwungen zu sterben. by drinking the toxication. Indem er ein Gift zu trinken bekommen hat. Einen Moment bitte. Gut. And the moment he drank the toxication, the moment the death come to him, he didn't have any fear. Und in dem Moment, als er das Gift getrunken hat und der Tod zu ihm gekommen ist, hatte er keine Angst. He has a really famous student who named Plato. Er hatte einen berühmten Schüler namens Platon. Plato later also become a famous philosopher. Später wurde Platon auch zu einem berühmten Philosophen. And the Plato, he wrote whatever his mother told. His mother says to his student. Und Platon hat alles aufgeschrieben, was Sokrates zu seinen Schülern gesagt hat. And some of his students was crying, were having fear that their master will die soon. But Socrates don't have any fear and smile as his students. Und viele der Schüler von Sokrates haben geweint und hatten Angst, weil ihr Meister kurz davor war zu sterben. Aber Sokrates hat sie angelächelt. I will to die soon, but I don't have any fear, so you also don't need to have any fear. Und er hat gesagt, ich werde bald versterben, aber ich habe keine Angst. Deswegen braucht ihr auch keine Angst zu haben. So the moment he drank the toxications, Als er das Gift getrunken hat, and he told his student, I experienced my life deeply. I really understand of living, but I don't have a chance to understand of dying. And now this is my chance to understand what is dying. und Sokrates hat zu seinen Schülern gesagt, bis jetzt habe ich mein Leben sehr tief gelebt und ich konnte sehr viel über das Leben verstehen. Aber ich hatte bis jetzt noch keine Gelegenheit, das Sterben zu erleben. Und dies ist meine Chance, das Sterben zu verstehen. And when the death is come to his ledge, he told his student, "Oh, my dear students, now the death came to my
his leg, my legs. Und als der Tod in seine Beine eingedrungen war, können wir sagen, als die Beine nicht mehr lebendig waren, hat Sokrates zu seinen Schülern gesagt, meine lieben Schüler, der Tod ist jetzt zu meinen Beinen gekommen. So now the death came to my thigh. Und dann sagt er, jetzt kommt der Tod zu meinen Oberschenkeln. The death is coming to my chest. Und er hat sogar gesagt, der Tod kommt zu meinem Brustkorb. Now the death is about coming to my mouth. Und er sagt, gleich kommt der Tod zu meinem Mund. And for sure, after that, he is dying. Und danach ist er verstorben. But whether he is dying or not, Aber ist er wirklich gestorben oder nicht? to me, Socrates is enlightened one. Thay sagt, für ihn ist Sokrates ein Erleuchteter. Because he was not his body. Denn er war nicht sein Körper. He is the one who witnessed that his body is dying. Er war derjenige, der beobachtet hat, wie sein Körper stirbt. He is already go beyond the death. Das bedeutet, er ist bereits über den Tod hinausgelangt. Only body is dying. Nur der Körper stirbt. The one who is seeing the body is dying, that one never die. Derjenige, der den Körper beim Sterben beobachtet, derjenige stirbt nie. And he was realizing he is that one, the one who is witnessing the dying, the death is coming. Und Sokrates hat erkannt, dass er derjenige ist, der sieht, wie der Tod zu seinem Körper kommt. And my father too. Und Thays Vater war auch so jemand. The true nature of my father is never die. Die wahre Natur von Thays Vater ist nie gestorben. Only his body. Nur sein Körper ist gestorben. So the true nature of birth and death is Das bedeutet, die wahre Natur von Geburt und Tod something in you now. ist etwas, was jetzt bereits in dir ist. The true nature of birth and death Die wahre Natur von Geburt und Tod is something that ist etwas, das through that durch listen to my voice. das du meiner Stimme zuhören kannst. Our body just a phenomenon, Unser Körper ist nur ein Phänomen, just a kind of things. Unser Körper ist nur wie ein Ding. Through our body, we can experience Durch, the existence. durch unseren Körper können wir die Existenz erfahren. So in order to arrive at the nature of birth and death, Um bei der Natur von Geburt und Tod anzukommen, we can say the nature of birth and death is the nature of no birth and no death. wir könnten auch sagen, diese Natur von Geburt und Tod ist die Natur von Nicht-Geburt und Nicht-Tod. It's what is witnessing. It's what is the seeing. It's what is aware. What is happening in body, in mind, and the environment around us. Es ist das, was beobachtet, was sieht, was in unserem Körper und in unserer Umgebung passiert. So in order to arrive at this moment, Und um an diesem Moment anzukommen, we need to practice in our daily life. müssen wir in unserem täglichen Leben praktizieren. When we feel sad, Wenn wir uns traurig fühlen, we don't say, I am that sadness, dann sagen wir nicht, ich bin diese Traurigkeit, but remind us, sondern wir erinnern uns daran.
I am the one who is seeing the sadness come. Ich bin derjenige, der sieht, wie die Traurigkeit kommt. I am the one who is seeing or who is witnessing the sadness go. Ich bin derjenige, der sieht, wie die Traurigkeit wieder geht. And when we have some illness in our body or some part of our body is painful, we also practice in this way. Und wenn wir eine Krankheit in unserem Körper haben oder einen Schmerz verspüren im Körper, praktizieren wir auf dieselbe Art und Weise. I am the one who is witnessing, who is seeing the pain in my body come and go. Ich bin derjenige, der beobachtet, der sieht, wie der Schmerz in meinem Körper kommt und geht. And though at the moment the death come to our body, Und in dem Moment, wenn der Tod zu unserem Körper kommt, and we also say, but this time we really experience, I am the one who is witnessing the death is coming to me, coming to my body. Also in dem Moment, wenn der Körper stirbt, dann können wir sagen und auch wirklich erleben, dass wir derjenige sind, der sieht, wie der Tod zu diesem Körper kommt. And in that moment we will be free from dying. Und in dem Moment sind wir frei vom Sterben. We will realize our nature of no birth and no death. Wir werden unsere Natur von Nicht-Geburt und Nicht-Tod erkennen. If someone that we love so much is dying, Wenn jemand, den wir sehr lieben, stirbt, we will feel so sad, dann fühlen wir uns sehr traurig. so painful in our heart. Das tut sehr weh im Herzen. But the moment we realize Aber wenn wir erkennen, that true nature dass die wahre Natur desjenigen, is the nature of no birth and no death, die Natur von Nicht-Geburt und Nicht-Tod ist, only the outside form is dying, nur die äußere Form stirbt. but the core of being, the core of their being is still there. Aber der Kern ihres Seins ist immer noch da. We will be soothing a lot. Dann wird uns das sehr trösten, sehr besänftigen. And when the people is dying and we are crying, Wenn die Menschen sterben und wir weinen deswegen, why when someone is born we don't cry? warum weinen wir dann nicht auch, wenn jemand geboren wird? We should cry in that moment too. Wir sollten in dem Moment weinen. Because if they are born, for sure they will die. Denn wenn sie geboren werden, werden sie auf jeden Fall sterben. But if they are not born, Wenn sie nicht geboren werden, how can they die? wie können sie dann sterben? Right? Stimmt's? And our true nature is also the same. Go beyond birth and death. Und unsere wahre Natur ist genau dieselbe. Sie geht über Geburt und Tod hinaus. The nature of no birth and no death. Es ist die Natur von Nicht-Geburt und Nicht-Tod. That also we can call the Buddha nature. Das können wir auch die Buddha-Natur nennen. And the Buddha nature is in you. Und die Buddha-Natur ist in dir, Always is with you. ist immer in dir. Wherever you are, the Buddha nature is with you. Wo immer du bist, die Buddha-Natur ist immer in dir. So take any advantage in any moment in order to realize your true nature. Das heißt, nutzt die Gelegenheit in jedem Moment, diese wahre Natur in dir zu erkennen. Through your awareness, Durch dein Bewusstsein, through your mindfulness, durch deine Achtsamkeit, through your observation.
Durch deine Beobachtung, through your witnessing. durch dein Bezeugen, aber das passt hier nicht. So now Durch it's dein time Sehen. for you to ask me the question. Ihr könnt jetzt Fragen stellen, wenn ihr möchtet.